Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es wurden gestern 3 neue Klassen angekündigt, beziehungsweise können wir uns als Spielerschaft wieder eine von den 3 neuen Klassen aussuchen. Und ich denke mal, diesmal wird das wahrscheinlich alle freuen, die sehr gerne sich am Krieger erfreuen und den sehr gerne spielen, denn es wird wieder eine Schildklasse werden, seit langem mal wieder. Und der Hauptfokus wird halt eben darauf liegen. Es gibt 3 Klassen, die jetzt zur Auswahl sind, und wir können quasi abstimmen, welche uns davon am besten gefällt, und wir werden wahrscheinlich wieder, so wie beim Nekromanten, auch in den Entwicklungsprozess eingebunden werden. Ja, falls ihr in Zukunft solche brisanten und doch jetzt relativ neuen Neuigkeiten nicht verpassen wollt, dann lasst sehr gerne hier auf dem Kanal ein kostenloses Abo da, damit ihr da immer auf dem besten Stand informiert seid. Ansonsten habe ich auf meinem Kanal, das verlinke ich euch sehr gerne in der Videobeschreibung, eben gerade eine Umfrage gestartet. Und zwar sind das die 3 neuen Klassen, die jetzt rauskommen werden. Da bitte ich euch sehr gerne mal dran teilzunehmen und bei der Umfrage mitzumachen, damit wir als Community schon mal sehen, okay, welche von den 3 Klassen gefällt euch am besten. Bevor ihr jetzt aber dafür abstimmt, ja, lese ich euch natürlich nochmal die 3 neuen Klassen vor, was sie so im Detail können. Und dann könnt ihr euch danach entscheiden, welche für euch am besten ist. Genau, ich werde das Ganze auf jeden Fall hier im Video dann einblenden, die Klassen auf Englisch, und werde es dann auf Deutsch nochmal dann übersetzt vortragen. Also, wir möchten Ihnen eine weitere Gelegenheit geben, sich aktiv an der Entwicklung von Shakes and Fidget zu beteiligen. Diesmal geht es um eine brandneue Klasse, deshalb möchten wir eure Meinung zu den folgenden 3 Konzepten hören, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Bezüglich der Klasse selbst, basierend auf euren zahlreichen Vorschlägen, haben wir beschlossen, eine neue Klasse zu entwickeln, die sich auf den Einsatz des Schildes konzentriert. Die Grundvoraussetzungen für die Fähigkeiten dieser Klassen wurden bereits festgelegt. Es ist eine Schildklasse mit hoher Verteidigung, die von langen Kämpfen profitiert. Die Klasse soll sich nahtlos in die bestehenden Klassenstrukturen einfügen. Der Magier schaltet die Fähigkeit aus und der Kampf soll spannend und abwechslungsgleich zur selben Zeit sein, ne? Und damit starten wir auch schon direkt bei Klasse Nummer 1, die wir jetzt hier im Hintergrund sehen, und zwar ist das der Elementarritter, Hüter von Frost und Flamme. Designtechnisch sehr cool. Ich werde mich erstmal mit meiner Meinung zurückhalten, weil ich nicht euch irgendwie durch meine Meinung beeinflussen möchte. Ich persönlich habe schon meinen Favoriten gefunden, werde ihn auch demnächst auch teilen, aber ich möchte erstmal ungefiltert eure Meinung zu den 3 neuen Klassen wissen, beziehungsweise was halt eure Favoriten so sind. Schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare und auch warum. Ja. In einem ständigen Balanceakt vereinigt er die Urkräfte von Eis und Feuer, die von Natur aus gegeneinander wüten, in sich. Jeder Atemzug droht unkontrolliert seine zerstörerischen Flammen und seine gnadenlose Kälte zu entfesseln. Weit weg von den belebten Städten lebt er viele Jahre lang in Abgeschiedenheit und Isolation, um zu lernen, seine Kräfte zu kontrollieren, ohne von ihnen verzehrt zu werden. Ist jetzt hier alles übersetzt natürlich, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das 1:1 auch so hundertprozentig so ist. So gelingt es ihm, auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, seine Feinde zu überwältigen und sie schließlich in die Knie zu zwingen. Ja, das ist der Hüter von Frost und Flamme, der Elementarritter. Designtechnisch sieht das schon mal ganz cool aus auf jeden Fall. Das wäre dann Klasse Nummer 1. Klasse Nummer 2 ist tatsächlich die Klasse, wo schon viele vorab drauf spekuliert haben, dass die in Zukunft erscheinen könnte. Auf der Roadmap war quasi auch so ein ähnliches, beziehungsweise war so ein Schild zu sehen, und da sind viele vom Paladin ausgegangen. Und tatsächlich ist Klasse Nummer 2 auch der Paladin, gerechter Verteidiger des Lichtes, heißt es hier. Als strahlender Leuchtturm der Tugend steht der Paladin unermüdlich für Gerechtigkeit ein.
Sein in heiligen Ritualen geweihter Schild ist von einer blendenden Aura umgeben, die alle Dunkelheit und alles Böse abwehrt. Kein Schatten kann seinem heiligen Licht widerstehen und nichts und niemand kann seinen unerschütterlichen Glauben brechen. Ewig an sein Eid gebunden, schützt er die Schwachen und Hilflosen mit seinen gesegneten Kräften und sieht sich selbst als Symbol der Hoffnung, gegen das die Mächte der Finsternis ihr rechtmäßiges Ende finden. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Auch vom Design her muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut tatsächlich. Ja, also schreibt mir auch sehr gerne mal eure Meinung zu der Klasse Nummer 2 in die Kommentare. Ich bin echt sehr gespannt, ob ihr da ja einen ähnlichen Geschmack habt wie ich oder ob ihr da komplett anders eingestellt seid. Also ich bin selten auf eine Umfrage so gehypt gewesen wie auf diese jetzt. Und dann haben wir als dritte neue Klassenmöglichkeit den Bergungswächter, Festung des Widerstandes. Geprägt von zahllosen Rückschlägen beschloss er eines Tages, dass er Herr seines eigenen Schicksals werden muss. Mit Schweiß und kreativen Opportunismus nutzt er alles, was ihm hilft, als lebende Festung, um seine Feinde mit undurchdringlicher Kraft zu zermahlen. Weder von den Göttern als Champion ausgewählt, noch mit elementaren Talenten gesegnet, steht er dennoch unerschrocken und mit unaufhaltsamer Widerstandskraft gegen jeden Widersacher. Ja, das als Klasse Nummer 3, der Bergungswächter, Festung des Widerstands. Ich muss sagen, die Klasse Nummer 3 kenne ich persönlich am wenigsten. Also die anderen zwei hat man hier und da schon mal auf jeden Fall gehört. Ja, Klasse Nummer 3 ist natürlich, ja, kenne ich so nicht. Vielleicht gibt es da welche von euch, die das schon mal in anderen Spielen oder so gesehen haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, macht gerne bei mir auf YouTube bei der Umfrage dann teil. Ich verlinke euch das in den Kommentaren. Aber was auch sehr wichtig ist, dass ihr bei der Umfrage teilnehmt, die halt eben offiziell auch von Shakes and Fidget ja, in die Wege geleitet worden ist. Und hier könnt ihr dann euer Voting quasi auch mit einbeziehen. Das verlinke ich euch auch direkt in die Kommentare, also geht da auch sehr gerne drauf und dann schaut für euch nochmal, welche der 3 Klassen euch am besten so gefällt, erstmal vom Konzept her. Und dann könnt ihr das hier bewerten, ob das euch ja, sehr schlecht oder sehr gut oder irgendwas dazwischen so gefällt. Das könnt ihr hier bei jeder Klasse einmal machen und dann schickt ihr das einmal ab. Und ja, aufgrund dessen, dessen von diesen Grundlagen basierend, wird dann die neue Klasse tatsächlich dann halt eben auch entschieden. Deswegen, ihr habt die Entscheidungskraft dazu, nutzt das Ganze, ja, und gebt da eure Stimme diesbezüglich auch ab, damit ja, eventuell euer Favorit von den 3 dann auch schlussendlich gewinnt. Ja, ich muss sagen, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass dass wir nochmal komplett 3 neue Klassen sehen, weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir zum Beispiel wie beim Nekromanten, da hatten wir ja auch noch diesen Gestaltenwandler und den Pestdoktor, was ja vom Prinzip her auch 2 richtig coole Klassen gewesen wären, wenn sie so im Spiel erschienen wären so. Und bei der Umfrage hat man ja auch gesehen, dass die jetzt nicht allzu schlecht gegen den Nekromanten abgeschlossen haben. Aber der Nekro hat natürlich am Ende gewonnen und deswegen kam die Klasse halt eben auch so ins Game rein. Ich hätte gedacht, dass diese dann nochmal zur Auswahl irgendwie stehen oder dass die dann früher oder später dann nochmal irgendwo auftauchen werden. Aber tatsächlich waren das dann halt eben 3, ja, insgesamt 3 Klassen, die halt eben designt worden sind vom Konzept erstmal her. Und 2 von denen werden dann komplett über den Haufen geworfen, so wie es jetzt wahrscheinlich auch bei diesen Klassen jetzt hier funktionieren wird, dass halt eben nur eine gewinnt und die anderen 2 sind halt Konzeptklassen, die zwar ja schon wahrscheinlich so ein bisschen in der Theorie entwickelt worden sind, in der Praxis allerdings noch nicht umgesetzt, weil da halt eben jetzt auf das Feedback der Community gewartet wird, was ihr halt eben dazu sagt. Und ja, das finde ich schon, ist in einer gewissen Art und Weise eine Mehrarbeit, die dann halt eben über den Haufen geworfen wird, nur um dann halt eben, ja,
am Ende des Tages sich für eine Klasse zu entscheiden. Ich meine, klar, es wäre jetzt auch so ein bisschen recycelt gewesen, muss man auch ehrlich dazu sagen, wenn jetzt einfach die anderen 2 Klassen und eine neue jetzt dazugekommen wäre. Das wäre schon irgendwo auch auf einer gewissen Art und Weise ein bisschen lame gewesen, muss ich sagen. Deswegen, ja, ist das schon so gut, wie es jetzt ist auf jeden Fall. Und bin da sehr gespannt auf euer Feedback. Für mich persönlich, falls, ja, ich hatte jetzt schon überlegt gehabt, je nachdem, was es wird und wie die Klasse am Ende des Tages nachher auch aussehen wird, werde ich sie spielen auf Dauer. Also ja, ich werde sie auf jeden Fall spielen. Ich werde sie definitiv auch testen, sobald sie draußen ist, falls es dazu auch Beta-Server gibt etc. pp. Ich werde sie auch testen, sobald sie das erste Mal auf einem Live-Server ist. Ich werde auch ein bisschen länger wahrscheinlich spielen als für die gewöhnlichen Server-Starts, die man jetzt sonst so die letzten paar Male jetzt hatte. Also wahrscheinlich länger als ein paar Wochen, um einfach mal Gefühl für die Klasse so ein bisschen zu bekommen. Weil vom Konzept her, muss ich ehrlicherweise gestehen, gefallen mir eigentlich alle 3 Klassen, beziehungsweise ich bin halt auch ein großer Fan vom Krieger tatsächlich, mag die Klasse halt auch eben sehr, sehr gerne und deswegen muss ich sagen, ja, es reizt mich schon tatsächlich, eine neue Klasse anzufangen. So, also vom Konzept her gefallen mir alle 3 sehr, sehr gut. Ja, es gibt für mich halt so Favoriten, die mir besser gefallen als andere, sag ich mal, aber prinzipiell, dass die Klasse erstmal überhaupt einen Schild hat, finde ich persönlich, muss ich sagen, schon mal sehr spannend. Und ich denke mal, ich wäre nicht zu 100% abgeneigt, die Klasse eventuell neu anzufangen. Ob das Ganze jetzt wirklich als mein 4. Main-Character, ja, ich habe ja hier meinen Magier, meinen Battlemage und meinen Krieger, als meine 3 Hauptklassen, wo mein Fokus drauf liegt, ja, ob da jetzt eine 4. Hauptklasse dazukommt, die ich genauso versorgen kann wie die anderen 3, das kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen. Da muss ich dann erst gucken, wie mir die Klasse dann halt wirklich gefällt. Aber so von der Theorie her würde ich die schon ganz gerne zocken wollen. Könnte aber jetzt auch hier eben daran liegen, dass das jetzt eine neue Klasse ist und jetzt erstmal bei mir ein bisschen Hype ausgelöst wird, weil es halt eben so eine ähnliche Klasse wie der Krieger zum Beispiel ist. Aber das muss man dann halt erst gucken, weil beim Nekromanten war das tatsächlich ähnlich gewesen. Da hatte ich auch gleiche Gedankengänge gehabt, dass ich gesagt habe, boah, okay, das könnte jetzt eine Klasse werden, die könnte ich jetzt auf Langzeit wahrscheinlich, ja, da sehe ich mich, dass ich die auf Langzeit spielen werde. Es ist schlussendlich nachher nicht so gekommen, weil mich die Klasse dann doch nicht so gecatcht hat und deswegen, ja, muss man gucken, wie sich jetzt halt eben die neue Klasse so anfühlt, wenn sie halt eben jetzt erstmal durch den ganzen ja, Entwicklungsprozess gelaufen ist und wir als Community werden wahrscheinlich jetzt auch wieder die Fähigkeiten festlegen können und ja, was wir sonst noch so in der Vergangenheit alles, ich weiß es gar nicht mehr, Fähigkeiten, ja, was war es noch? Ja, die Klasse an sich halt, ne? Und ja, dann muss man halt gucken, wie es dann am Ende aussieht, keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Ich werde euch jeden Fall auf dem aktuellsten Stand halten, wenn es da irgendwelche anderen Neuigkeiten bzw. Entscheidungsprozesse geben wird, wo die Community auch mit einbezogen werden soll. Dann sage ich euch da auch rechtzeitig Bescheid. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Welche Klasse feiert ihr am meisten? Ich muss sagen, wie gesagt, Schildklassen finde ich per se schon mal sehr gut und es gibt bisher ja nur den Krieger, der so einen richtigen Schild hat und deswegen, ja, freue ich mich da sehr. Egal was es wird, freue ich mich sehr auf die neue Klasse und bin da auch sehr gehypt drauf und lasse mich überraschen, wie sie sich dann in-game anfühlt und werde dann entscheiden, ob ich sie dann Langzeit spielen werde oder eben nicht. Und jo, genau, das erstmal soweit abschließend meine Worte dazu. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt und ja, hoffe, ihr seid's auch. Macht bei der Umfrage sehr gerne mit. Alles findet ihr unten unter dem Video verlinkt. Und das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.